it is entirely possible that we will not have the opportunity to ever cast a ballot again. Actually, I'm disappointed. I think Oprah's become a major divider in our country. And I think, frankly, she should be ashamed of herself. Oprah Winfrey, Amerikas mächtigste Talkshow-Ikone, hat gerade vor einem Millionenpublikum eine verbale Bombe auf Donald und Melania Trump geworfen. Und Trump? Er hat völlig den Verstand verloren. Glauben Sie, dass Oprah zu weit gegangen ist? Geben Sie in den Kommentaren unten eine 1 für Ja und eine 0 für Nein ein. Schauen wir uns genau an, was Oprah gesagt hat und warum Trump daraufhin völlig ausrastete. Where he's published letters that he's received over the years. One of your letters is front and center. I heard about that. Okay, back in 2000, you wrote him, "Too bad we're not running for office. What a team." I think he'd written a book and said that he wanted me to be his running mate. Ich ahnte nicht, dass er noch weitergehen würde, um meine Behauptung zu untermauern. Nämlich, dass er nicht gerade geübt darin ist, mit anderen zusammenzuarbeiten. Als Oprah sich heimlich nach vorne beugt, bricht das Publikum in schallendes Gelächter und lauten Beifall aus. Aber bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube fest daran, dass Donald eine Reihe wunderbarer Eigenschaften besitzt. Um nur ein Beispiel zu nennen. Seine Fähigkeit, selbst die einfachsten Aufgaben in ein riesiges Spektakel zu verwandeln, ist schlichtweg bemerkenswert. Ein Beispiel dafür ist seine jüngste Wahlerfahrung. Hier nimmt Oprah einen Ton an, der spöttisch ernst ist. Es hat den Anschein, als habe Trump beschlossen, sich darüber aufzuregen, dass Fox News nur wenige Sekunden nach seiner Stimmabgabe in Palm Beach, Florida, ein Video von mir bei einer Wahlkampfveranstaltung von Kamala Harris zeigte. Sie imitiert Trumps überlaute Stimme hervorragend. In der Tat hätten sie das nicht tun sollen. Es war nicht fair. Oprah kichert leise und schüttelt den Kopf. Lieber Donald, wenn du dich nur durch unsere Augen sehen könntest, wärst du so viel schöner. Obwohl sie jahrelang die Nachrichten beherrscht haben, kommt es ihnen immer noch wie ein persönlicher Angriff vor, wenn jemand zu einer Kundgebung eines Konkurrenten kommt. And you know who else should be ashamed? Fox. Because I've seen Oprah on Fox about 50 times making the same statement. And I think it's a disgrace what Fox does, because everyone thinks Fox is so pro-Trump. They're not pro-Trump at all. Lassen Sie uns nun über das Konzept der Führung sprechen. Das makellose Schalten, wie Oprah sagt. Ich war schon immer der Überzeugung, dass es vorteilhafter ist, andere zu befähigen, sie nach oben zu bringen, als sie niederzuschlagen. Viele von ihnen sind sich dessen bewusst. Die bedauerliche Realität ist, dass nicht jeder diesen Ansatz teilt. Who is elect Kamala Harris as the next president of the United States? Sie macht eine theatralische Pause und ihre Miene verwandelt sich langsam in eine melancholische. Wissen Sie, es gibt Führungspersönlichkeiten, die ihren Anhängern Optimismus einflößen. Und dann gibt es welche, die darauf aus zu sein scheinen, uns zu Tode zu erschrecken. Sie bezieht sich dabei auf eine Bemerkung, die sie erst in der Vorwoche gemacht hat. Ich habe die Vereinigten Staaten von Amerika gewarnt, dass wir uns in eine prekäre Lage begeben, wenn wir zulassen, dass Angst unsere Entscheidungen bestimmt. Oprah kichert leise und schüttelt den Kopf. Und wenn wir schon von Angst sprechen, erinnern Sie sich noch daran, wie Donald versucht hat, uns davon zu überzeugen, dass Windturbinen die Ursache von Krankheiten sind oder dass der Klimawandel ein Schwindel ist, der von den Chinesen erfunden wurde? Der Tonfall ihrer Stimme trieft vor Sarkasmus und sie hebt eine Augenbraue. Es ist fast so, als ob er den Eindruck hat, dass der einzige Zweck der Wissenschaft darin besteht, seine Golfplätze zu zerstören. Jeder Schlag wird von den Zuschauern mit herzhaftem Gelächter quittiert, die den scharfen Humor, der sich dahinter verbirgt, zu schätzen wissen. Als Oprah ihr Kleid glatt streicht, ruft sie aus, aber genug von der Wissenschaft. Kommen wir zu einem anderen Thema, das sehr populär ist, nämlich die Wende. Die Arbeit und die Herzensangelegenheit der Demokratie. Und hin und wieder muss man sich gegen die Tyrannen des Lebens behaupten. Ah ja, sagt Oprah mit einem wissenden Lächeln. Die Wand. Sie zieht die Worte in die Länge, als würde sie einen längst vergessenen Insiderwitz auspacken. Ein Symbol der Teilung, der Ausgrenzung und offen gesagt der schlechten Architektur. Die Menge lacht und lehnt sich bereits zurück. Das erinnert mich an einen Witz, den Jimmy Kimmel einmal erzählt hat, fügt sie schmunzelnd hinzu. Er sagte, die Mauer sei im Grunde eine sehr teure Metapher. Und wisst ihr was? Er hat nicht Unrecht. Das Lachen rollt wieder, leicht und warm. Wenn ich jemals Zweifel hätte,
wo Donald politisch steht, sagt sie und geht auf der Bühne auf und ab. Dann kann man wohl sagen, dass er rechts steht. White, 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 white rechts. Nee. Sie hält inne, wendet sich dramatisch dem Publikum zu, nimmt Trumps prahlerischen Tonfall an und bläht ihre Brust auf. Wir bauen die größte Mauer in der Geschichte der Menschheit. Schöne Ziegel, gewaltige Stahltore, undurchdringliche Barrieren. Niemand baut wie ich. Glaubt mir. Oprah schüttelt den Kopf und grinst spitzbübisch. Schön? Vielleicht. Functional? Nicht so sehr. Nee. Die Menge lacht und wartet auf jedes Wort. Soweit ich weiß, erklimmen. Einwanderer nicht gerade den Mount Everest, um ins Land zu kommen. Wissen Sie warum? Sie beugt sich vor, ihre Stimme wird zu einem verschwörerischen Flüstern. Weil sie keine Schurken sind. Sie sind keine Invasoren. Es sind Menschen. Menschen, die nach Sicherheit suchen. Nach Möglichkeiten. Nach Hoffnung. Nee. Eine Pause. Das Publikum schweigt jetzt und hört aufmerksam zu. Und das ist es. Was mich bewegt, fährt sie fort. Ihre Stimme wird entschlossener. Warum Milliarden für eine Mauer verschwenden, wenn man in Brücken investieren kann? Brücken bringen Menschen zusammen. Mauern? Mauern isolieren. Sie entzweien. Sie schüren Angst. Nee. Sie richtet sich auf und mustert die Menge. Und wenn wir schon beim Thema Einwanderung sind, sollten wir ein kleines Detail nicht vergessen, sagt Oprah und zieht eine Augenbraue hoch. Melania Trump? Ja, sie ist auch eine Einwanderin. Nee. Das Publikum bricht in Gelächter und Beifall aus. Oprah wirft ihre Hände hoch, um ihre Verzweiflung zu verbergen. Verzeihen Sie mir also, wenn ich es ein wenig ironisch und offen gesagt heuchlerisch finde, dass derselbe Mann, der sich selbst als Verfechter von Familienwerten bezeichnet, seine Tage damit verbringt, Familien, die Zuflucht suchen, abzuschieben. Nee. Der Jubel ist jetzt lauter, leidenschaftlicher. Und da wir gerade von Champions sprechen, sagt sie und legt spielerisch den Kopf schief. Lassen Sie uns über etwas reden, in dem Donald wirklich gut ist. Selbstdarstellung. Nee. Sie rückt ihre Halskette zurecht und nimmt dabei einen spöttisch ernsten Ton an. Früher, sagt sie mit nostalgischem Glanz, stand ich auf der Bühne und sagte, du bekommst ein Auto, du bekommst ein Auto. Jeder bekommt ein Auto. Das Publikum klatscht und lacht und erinnert sich an diesen ikonischen Moment. Aber anscheinend, fährt Oprah mit einem verschmitzten Grinsen fort, bevorzugt Donald ein anderes Mantra. Nee. Sie bläst sich wieder auf und ahmt ihn nach. Ich bin der klügste Mensch im Raum, der beste Präsident der Geschichte. Niemand macht es besser als ich. Das Lachen bricht wie Donnerhall. Sie zuckt theatralisch mit den Schultern. Natürlich war Bescheidenheit noch nie seine starke Seite. Nee. Ein Schlag. Dann setzt sie zum Schlag an. Wenn Michelangelo Statuen für Donald entwerfen würde, sagt sie, bräuchte er zusätzlichen Marmor, nicht für die Hände, sondern für den Sockel darunter. Nee. Die Menge explodiert, klatscht, jolt. Einige stehen sogar in Ovationen. Doch als das Lachen verklingt, wird Oprahs Gesichtsausdruck nachdenklicher. Sie beruhigt den Raum allein durch ihre Anwesenheit. Lassen Sie uns einen Moment innehalten, sagt sie mit ruhiger, zentrierter Stimme, um über etwas zu sprechen, von dem wir in der Politik nicht mehr genug hören. Empathie. Nee. Sie seufzt leise. Der Tonfall ändert sich mit dem Gewicht der Aufrichtigkeit. Denken Sie darüber nach. Während Millionen von hart arbeitenden Familien versuchen, über die Runden zu kommen, 2 oder 3 Jobs zu haben, sich um ihre alternden Eltern zu kümmern, die Lichter am Leuchten zu halten, scheint Donald damit beschäftigt zu sein, die Steuern für Milliardäre zu senken, den Umweltschutz zurückzudrehen, Kämpfe auf Twitter auszutragen, als wäre es eine Highschool-Cafeteria. Nee. Es gibt ein zustimmendes Gemurmel. Köpfe nicken. Das Lachen ist verstummt. An seine Stelle ist ein wachsendes Gefühl des gemeinsamen Verständnisses getreten. Empathy, wiederholt sie, ist keine Schwäche. Es ist keine politische Korrektheit. Es ist Menschlichkeit. Und ohne sie wird Macht zu Grausamkeit. Führung wird zu Kontrolle. Nee. Sie tritt vor und schaut dem Publikum in die Augen. Und wir haben etwas Besseres verdient. Du verdienst etwas Besseres. Nee. And everyone says, oh, he wants Oprah to be. Number one, it wouldn't be for Oprah, but I do like her a lot. Has he contacted you? Have not gotten the call. You've not. If he did make the call, would you take the call? I would say, Donald, I'm with her. I see. Sie hält inne. Ihr Blick tastet das Publikum ab, wägt ihre nächsten Worte absichtlich ab. Der Raum wird still. Er spürt den Ernst des Kommenden.
Es geht nicht nur um Politik, beginnt Oprah langsam. Es geht um Perspektive. Sie lässt das eine Weile auf sich wirken. Ihr Ton ist ruhig und bedächtig. Denn wenn man sein Leben damit verbringt, alles zu vergolden, von den Badezimmerarmaturen bis zum eigenen Ego, verliert man leicht den Blick für die Realität. Vereinzeltes Lachen ertönt, umrandet von Wissen. Aber die Sache ist die, sagt sie, und ihre Stimme wird etwas weicher, um einen intimeren Ton anzuschlagen. Die meisten Menschen leben nicht in vergoldeten Türmen. Sie fliegen nicht in Privatjets. Sie denken nicht über Aktienportfolios oder Designer-Golfplätze nach. Nein. Sie leben von Gehaltscheck zu Gehaltscheck und hoffen, dass das Auto noch einen Winter durchhält. Hoffen, dass die Miete nicht steigt. In der Hoffnung, dass die Asthma-Medikamente ihres Kindes nicht das Budget sprengen. Ein zustimmendes Summen geht durch das Publikum. Köpfe nicken. Jemand in der hinteren Reihe murmelt, das ist richtig. Sie träumen nicht von größeren Yachten, fährt Oprah fort. Sie träumen von besseren Tagen. Das Gemurmel der Menge wird lauter. Von den Plätzen am Boden bis zu den Dachsparren ertönt Beifall. Und dann, sagt sie und richtet sich leicht auf. Ihr Ton wird schärfer. Ist da noch die Frage der Diktatur? Eine Stille entsteht. Die Energie verschiebt sich. Nun, manche Leute würden es Autoritarismus nennen, sagt sie und spricht jede Silbe präzise aus. Andere sind vielleicht großzügiger und nennen es Verblendung. Sie hält wieder inne. Ein schelmisches Lächeln umspielt ihre Lippen. Persönlich? Sagt sie und hebt eine Augenbraue. Ich sehe es als beides. Das Publikum bricht in Gelächter aus. Die Erleichterung ist spürbar. Oprah lässt sich auf den Moment ein. Ihre Rede ist makellos. Ich erinnere mich an eine Bemerkung, die ich vor Jahren in einem Interview gemacht habe. Ich sagte, Donald würde anfangen, wie ein Diktator zu klingen. Sie lacht über die Erinnerung, so wie Eltern über den Wutanfall eines Kleinkindes lachen würden. Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat sich total aufgeregt und mir vorgeworfen, ich sei, warte es ab. Sie macht sich lustig, als würde sie von einem Teleprompter ablesen. Sehr unsicher. Der Raum bricht erneut in Gelächter aus, das von den Wänden widerhallt. Oprah schüttelt grinsend den Kopf. Schatz, wenn mich die Sorge um die Demokratie unsicher macht, dann bin ich wohl ziemlich verunsichert. Sie lässt das Lachen verstummen. Dann wird sie wieder ernst. Aber hier ist die Wahrheit. Macht in Frage zu stellen ist keine Unsicherheit. Es ist bürgerliche Verantwortung. So ziehen wir die Regierenden zur Rechenschaft. So schützen wir die Menschen, die keine goldenen Fahrstühle und Reality-Shows haben. Der Beifall kehrt zurück, heftig und bestätigend. Also nein, ich bin nicht unsicher, schließt sie und steht aufrecht. Ich bin informiert, ich bin engagiert. Und ich habe keine Angst, das, was ich sehe, anzuprangern. Denn manchmal ist das Patriotischste, was man tun kann. Zu sagen, das ist nicht richtig. May, this is just watched a very insecure Oprah Winfrey, which is, have you been insecure like any time in the last 35 years? I'm trying to think about, have I ever? Probably not. I'm trying to think when that would be. Well, he said, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others. How did you... Welch eine Ironie. Oprah schüttelt den Kopf. Ein schiefes Lächeln umspielt ihre Lippen. Das Publikum lacht über ihr Timing und ahnt bereits, worauf sie hinaus will. Sie lässt den Moment verstreichen. Ihr Blick schweift über die Menge. Dan, fast so. Als würde sie sich einem alten Freund anvertrauen. Sagt sie leise lachend. Weißt du, manchmal frage ich mich, ob der Mann sich überhaupt selbst hört. Die Menge lehnt sich zurück. Wahnvorstellungen hin oder her, fährt sie fort. Wobei ihre Stimme einen wissenden Unterton annimmt. Eines bleibt so vorhersehbar wie ein Sonnenaufgang. Donald liebt nichts mehr. Als jeden, der anderer Meinung ist als er, seien es Journalisten, Richter oder Generäle, als Fake News. Verräter oder noch schlimmer zu bezeichnen. Sie macht eine Pause und hebt eine Augenbraue. Feinde des Staates. Der Raum murmelt vor Erwartung. Sie richtet sich auf und setzt ein spöttisch ernstes Gesicht auf. Ihr Tonfall ist spielerisch. Kurzmeldung. Donald, sagt sie mit theatralischer Klarheit. Jemanden einen Verräter zu nennen, macht es nicht wahr. Das Publikum bricht in Gelächter aus. Einige klatschen. Andere johlen zustimmend. Das lässt dich nur so aussehen. Paranoid,
fügt Oprah hinzu. Ihre Stimme ist jetzt flach und ernst, wie die Pointe einer harten Wahrheit. Das Lachen verstärkt sich. Nicht nur, weil es lustig ist, sondern weil es sich wie eine Befreiung anfühlt, wie etwas, das laut gesagt werden musste. Aber das vielleicht größte Warnsignal von allen, sagt sie, wobei die Heiterkeit aus ihrem Gesichtsausdruck verschwindet und ihre Stimme plötzlich ruhiger und geerdeter wird, sind nicht die Beschimpfungen, es ist die Tatsache, dass Donald Trump, um es klar zu sagen, ein verurteilter Verbrecher ist. Eine schwere Stille senkt sich über den Raum. Keiner lacht jetzt. Oprah lässt die Worte in der Luft hängen, gewichtig und unbestreitbar. Ja, Leute, sagt sie feierlich, ein verurteilter Verbrecher, einer, der wiederholt unter Eid gelogen hat, einer, der das Rechtssystem manipulierte, als wäre es ein Monopoly-Spiel, eine, die gegen Gesetze verstoßen hat, nicht im Verborgenen, sondern am helllichten Tag, mit einem Lächeln. Sie lehnt sich leicht nach vorne, die Schärfe in ihrer Stimme wird schärfer, und doch erwartet er, dass wir ihm vertrauen. Er erwartet von uns zu glauben, dass nur er die Antworten kennt, dass er irgendwie das Opfer ist. Denn, und ich zitiere, sagt sie plötzlich in einer perfekten Trump-Imitation, niemand kennt das System besser als ich. Das Publikum bricht in schallendes Gelächter aus. Oprah macht einen Moment lang den Eindruck, als würde sie einen übertriebenen Schmollmund ziehen, bevor sie den Akt abbricht. Kurzmeldung. Donald, sagt sie klar und kühl. Wenn man das System kennt, steht man nicht über ihm. Wenn überhaupt, dann macht es dich ihm gegenüber rechenschaftspflichtig. Der Beifall schwillt erneut an, diesmal mit einem Hauch von Bewunderung. Sie hält inne. Die Stimmung wird nachdenklich. Bevor du also anfängst, andere über Integrität zu belehren oder Wutanfälle zu bekommen, weil du missverstanden wurdest, solltest du dich fragen, ob das Erbe ist, das ich hinterlassen möchte. Sie tritt leicht vom Podium zurück und stützt ihre Hände sanft auf die Seiten. Das Studio ist jetzt still und lauschend. Lassen Sie mich Ihnen einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben, sagt Oprah, und ihre Stimme wird sanft wie eine warme Decke. Es gibt ein altes Sprichwort, wenn man nicht sehen will, sieht man nicht. Sie hält inne und lässt das auf sich wirken. Und manche Führungskräfte wählen die Blindheit. Sie ignorieren den Hunger in den Augen ihrer Nachbarn. Sie wenden sich ab von der trauernden Mutter, der kämpfenden Familie, dem verzweifelten Flehen. Sie geben vor, dass, wenn sie es nicht sehen, es nicht real ist. Oprahs Stimme senkt sich jetzt, feierlich und mütterlich. Aber die Geschichte sieht, die Geschichte erinnert sich. Und die Geschichte wird über sie urteilen. Nicht gerade freundlich, vermute ich. Sie atmet tief durch und die Spannung im Raum lässt mit ihr nach. Also, meine lieben Freunde, sagt sie. Und die Wärme kehrt zurück wie das Sonnenlicht nach einem Sturm. Geht hinaus und verbreitet Freundlichkeit. Nicht Angst. Teilt die Hoffnung. Nicht den Hass. Bewahrt die Würde. Nicht die Schande. Die Worte wirken wie Poesie. Keine Belehrung. Keine Schelte, sondern ein Segen. Denn damit ehren sie nicht nur sich selbst, sondern auch die Grundsätze, die uns als globale Gemeinschaft ausmachen. Grundsätze, die wir mit Stolz weitergeben können. Sie verlässt das Podium mit einer anmutigen Verbeugung. Ihr Gesichtsausdruck ist entschlossen, aber sanft. Der Beifall ist sofort und donnernd. Er steigert sich zu einem Gebrüll, das sich weniger wie Klatschen anfühlt, als vielmehr wie Katharsis. Während die Studiolichter auf die Bühne strahlen, die Kameras blitzen und die Reporter um jede Silbe ringen, wird eine Wahrheit kristallklar. Heute Abend hat die Welt nicht nur einen Medienmogul gesehen. Sie haben einen Wahrheitsverkünder erlebt. Eine kulturelle Kraft. Ein meisterhafter Komödiant. Und vielleicht, nur vielleicht, der schärfste und eleganteste Röster unserer Zeit. Hier ist also die große Frage für Sie. War Oprah zu weit gegangen? Oder hat sie endlich gesagt, was Millionen von Menschen denken? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Drücken Sie den Like-Knopf, wenn Sie mehr solche Wahrheitsbomben wollen. Und natürlich, abonnieren Sie, um mehr von den Geschichten zu erfahren, die andere nicht zu berichten wagen. Dies ist erst der Anfang.